Bevor Wasser zur Ruhe kommt, in den großen Seen und Meeren dieser Welt, vollzieht es eine Reise. Eine Reise von den höchsten Gipfeln dieser Erde, durch tiefe Täler, Schluchten, vorbei an Hügeln, durch Städte und ganze Landschaften. Wasser formt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Der Mensch hat gelernt, es für sich zu nützen und das unbändige Element in Form gepresst. Oft erfahren wir Wasser nur in seiner harmlosen Form und vergessen, welche Kraft ihm innewohnt. Bei aller Eleganz, die Schwimmen hat, fehlt uns im ruhigen Gewässer die Natürlichkeit. Die Überwindung, der Nervenkitzel. Und so haben wir begonnen, uns eigene Extreme zu suchen. Immer neue Herausforderungen. Wir haben sie gefunden. Der Blick über den Beckenrand offenbarte uns eine neue Form des Elements in den tosenden Flüssen der Alpen. Hier fand jeder für sich neue Grenzen. Manche gilt es zu respektieren, andere zu überwinden. Alleine ist man dem Element hilflos ausgeliefert. Und so wurde aus einzelnen Schwimmern ein Team. Seinen Ursprung hat unser Team im idyllischen Lienz in Tirol, wo wir mit den Flüssen Isel und Drau perfekte Bedingungen fürs Wildwasserschwimmen gefunden haben. Aber das Ganze geht natürlich auch über das Wildwasserschwimmen hinaus, weil wir mittlerweile verdammt gute Freunde geworden sind. Auch, weil wir einen ähnlichen Humor haben. Das macht das Ganze natürlich nochmal richtig lässig, weil das einfach so brutal viel Spaß macht. Da hast du es, mein Freund, genau da. Wir haben uns ja praktisch im Wildwasser kennengelernt und kennen uns dadurch verdammt gut. Sowohl in unseren Stärken als auch in unseren Schwächen. Da fliegen auch gegenseitig die Sprüche, aber es ist ja nie verletzend gemeint, auch wenn es mal an die Grenze geht. Ach, leck mich am Arsch! Aber genau diese Grenzen, die kennen wir eben auch. Und ich denke, genau das macht uns sowohl als Team als auch unseren Zugang zum Wildwasserschwimmen aus.
Wir kriegen die volle Kraft des Flusses ab und sind dabei praktisch ungeschützt. Die eigene Linie zu verändern ist verdammt schwer, weil der Fluss erst einmal die Möglichkeit dazu bieten muss. Da kommt es dann auf Reflexe und die Kondition an. Der Rafter und der Kajakfahrer machen ihren Sport auf dem Fluss. Wir sind mittendrin und auch manchmal unter Wasser. Dafür haben die mehr Zeit zum Reagieren, weil sie von weiter oben aufs Wasser schauen. Wir haben da nur einen Bruchteil davon zur Verfügung. Gerade bei Walzen, also da, wo das Flussbett einen Absturz macht und das Wasser zu rotieren beginnt, wird das für uns gefährlich. Bei den meisten Wasserständen kommt man da problemlos durch. Aber wenn sich da Nuancen zum Schlechteren verändern, hält einen die Walze fest. Und dann ist man in einer kritischen Situation. Die Strömung kommt einerseits von vorne durch diese Walze und hält einen an Ort und Stelle. Zum anderen kommt von hinten das Wasser, was einen überspült und runterdrücken will. Und dann kommt noch dazu, dass die Weste einen oben halten möchte. Ohne fremde Hilfe kommt man da meistens nicht mehr raus. Aber das ist natürlich auch Teil des Nervenkitzels. Aber Heimat bringt auch eine gewisse Vertrautheit und Routine mit sich, die der Weiterentwicklung manchmal auch im Weg steht. Und die Herausforderung bleibt dann auf der Strecke. Anfang 2016 haben wir uns daher entschlossen, die schon oft empfohlene Sotscha in Slowenien zu erkunden, um zu schauen, ob Wildwasserschwimmen da überhaupt möglich ist. Deshalb sind wir früh und bei geringen Wasserständen los und haben uns einen Überblick über die Voraussetzungen vor Ort verschafft. Da führt kein Weg dran vorbei. Hier müssen wir hin. Im Frühling machten wir uns, dieses Mal mit mehreren 100 Kilo Wildwasser, Abseil und Notfallausrüstung, auf den Weg in Julischen Alpen bei Bobic. You wanna know just where? Auch wenn wir den Fluss im Januar schon besichtigt hatten, stellte sich das bei den Wasserständen im Mai wieder komplett anders dar. Deswegen mussten wir nochmal genau schauen, ob die Stücke für uns schwimmbar sind. Aber am Ende gibt nur der buchstäbliche Sprung ins kalte Wasser die Gewissheit. Luca, Frage. Traust du dir das zu, da durchzugehen? Und Klausi und ich stellen uns da unten bereit mit 2 Wurfsäcken. Als doppelter Sicherungsposten. Ich unten schon im Wasser drin, um im Zweifelsfall Vollgas reagieren zu können. Weil im Wasser zu helfen, ist eh nicht möglich. Sehe ich hier jedenfalls. Oder ganz ehrlich, ich sehe es generell problematisch.
Wir sehen ja von außen nur die Wasseroberfläche. Was darunter an Strömungen ist, das können wir dann erst einschätzen, wenn wir mittendrin sind. Ein Kajakfahrer kommt da niemals hin. Der Vorderste macht die Linie und erwischt den überspülten Felsen oft als erster. Die anderen können noch reagieren und vielleicht ausweichen. Der Fluss macht die Spielregeln und die können sich ganz schnell ändern. Und dann kommt es darauf an, ob du auch mit hinein zurechtkommst. Der Schwimmer, der als letzter durch die Welle durchgeht, kann eine komplett andere Situation vorfinden wie der davor, obwohl er überhaupt nichts anderes gemacht hat. Nach rechts! Rüber! Der zweite Durchgang hat uns genau das gezeigt. Der Niki hat die falsche Linie erwischt und ich hab's zu spät gemerkt. Statt links sind wir rechts an der gefährlichen Seite vom Felsen vorbeigetrieben. Er ist ohne Probleme durchgekommen. Ich habe mich, nachdem ich durchgespült worden bin, gleich umgedreht, um zu schauen, ob es der Luca auch geschafft hat. Da habe ich gesehen, dass er da hängt. Ich habe sofort überlegt, wie ich ihm da schnell helfen kann. Aber das hätte sicher erst mal gedauert. Ich war noch für ein paar Sekunden mit dem Fuß verteilt und wurde sofort unter Wasser gedrückt. Null Orientierung, keine Luft und keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Mein Glück war, dass ich den Fuß irgendwie richtig gedreht habe und da schnell wieder weggekommen bin. Auch wenn er sich nach wenigen Sekunden selbst befreit hat, hat sich der Moment wie eine Ewigkeit angefühlt. Und für den Luca wahrscheinlich noch länger. Das war ein Fußhackler. Unser Eingriff ins Geschehen ist relativ gering, aber das macht das Ganze authentischer und roher. Luca und Domi sind jetzt in Position und bereit. Ist bei euch auch alles auf Go? Ja, kann von mir aus losgehen. Wir sind gleichzeitig Einzelkämpfer als auch Teamplayer. Aber wenn einmal was passiert, dann müssen wir miteinander funktionieren und uns auch gegenseitig aus der Patsche helfen können. Neben dem herausfordernden Wildwasser bietet die Sotscha aber auch atemberaubende Natureindrücke. Und bei aller Action nimmt man sich zwangsläufig auch mal den Moment, um innezuhalten und zu genießen. Und
das Schöne am Wildwasserschwimmen ist eben auch die Möglichkeiten, die einem die Natur bietet, auf verschiedene Weise nutzen zu können. Es kommt nur darauf an, den Mut zu haben, es zu versuchen. Es geht nur mit dem Fluss. Gegen ihn hast du keine Chance. Er macht die Gesetze und bestimmt, was lang geht. Da wird nicht diskutiert. Völlige Kontrolle ist bei uns reine Illusion. Man kennt das Risiko, man versucht es zu minimieren, aber es kann trotzdem immer was passieren. Für einen Außenstehenden sieht das, was wir machen, völlig lebensmüde und leichtsinnig aus. Aber wir machen eigentlich nichts, ohne vorher das Risiko abzuschätzen. Und da muss jeder für sich entscheiden, ob er bereit ist, dieses zu tragen oder nicht. Das ist dann auch okay. Aber es wird schon gute Überzeugungsarbeit geleistet, wenn einer wirklich dran glaubt, dass es sich lohnt. Da, los geht's! Und wenn es einmal ruhig ist, haben wir extrem viel Spaß miteinander. Wir dürfen nicht sterben, das war schlecht für unsere Sponsoren. Ihr seid doch nicht nur so ein bisschen doof, ihr seid voll doof. Ja, lass aktiv durchgehen. Das geht schon, da passiert nichts. Nein, wir brauchen keinen Wurfsack. Nein, geht schon. Das wird voll gut. Interessant ist dann aber der Übergang, wenn es einmal ernst wird im Wasser. Dann kommen Kommandos und der Fokus aufs Wesentliche. Scheiße. So, treten! Euch over! Los geht's, zusammenbleiben, zusammenbleiben! Lauf! Ja! Luca lag nicht voll in der Strömung, hat dadurch Geschwindigkeit verloren und fiel zurück. Und das hat mich kurz irritiert. Deshalb war ich in dem Moment vielleicht 30 cm zu weit links. Und dann kam der Felsen. Ich habe den erst unmittelbar vor dem Ausschlag wahrgenommen und da kann man gar nichts mehr machen. Außer die Muskulatur anspannen und warten, wie sehr es wehtun wird. Irgendwie kam ich zum Glück drüber und vor allem auch unbeschadet und flog in das Kehrwasser direkt dahinter. War da erstmal etwas benommen und deswegen kam ich da auch erstmal nicht mehr raus. Alter! Oh, Scheiße, jetzt bin ich kaputt. Scheiße. Der Tag ist mal Zeit schwimmen. Ich bin offen. Wenn du in der Strömung bist, hast du keine Angst mehr. Du hast auch gar keine Zeit zum Überlegen. Das muss dann einfach klappen. Und das Gefühl danach ist unbeschreiblich. Alter Verwalter, mir geht die Pumpe. Ja, und wie viele Steine Ihr Trottel! Ihr Vollidioten! Wie viele Steine? Achso, Himmelfahrtskommando! Bin ich zentral? Wie viele Steine? Niki! Der Kreis ist gestorben! Wie viele Steine? Wie viele Steine habe ich genommen? Die Linie war gut, aber ich hab die Hosen voll. Ich käme nicht auf den Stein. Ich glaube, ihr habt das auf der Kamera, das ist so nice. Der irren Menschen. Ich hab da oben gedacht, ich stirb. Aber insgesamt muss man schon sagen, das, was wir da in der Sotscha oder an der Sotscha vielmehr an Wildwasser erlebt haben, das war dann doch mal eine andere Liga als das, was wir hier gewöhnt sind. Aber so ist das halt immer mehr mit Herausforderungen. Wir machen es ja nicht dafür, um uns zu langweilen, sondern was Neues zu erleben, beziehungsweise
auch an neue Bereiche einfach vorzustoßen. Es in zwei, drei Sätzen zu beschreiben, ist, glaube ich, fast nicht möglich, aber was ich zusammenfassen will, wahnsinnige Natur, wahnsinniges Wasser und wahnsinnige Typen. Was war jetzt für die das beste Erlebnis an der Socha? Geile Scheiße! Ich hab's Nachtschwimmen cool gefunden. Also die Schlucht haben wir ja erst ein paar Tage davor kennengelernt sozusagen und es hat dann in der Nacht einfach einen ganz anderen Charakter gehabt. Dann hat der Kevin noch gesagt, nein, ich will da nicht rein, es ist mir zu dunkel. Kevin ist da nicht schwimmen gegangen. Hat sich das Ganze von der Brücke angeschaut. Voll ist arrogant, Warum Seekers of the Element? Ich denke, weil wir wirklich zu der rein natürlichen Form des Wassers vordringen wollen. Wasser kann so eine unglaubliche Kraft entfalten. So viel, dass wir sicher nie das Maximum erleben können, weil das wohl einfach nicht zu überleben ist. Aber wir versuchen, dem Machbaren so nah wie möglich zu kommen. So viel von dieser Kraft zu spüren, wie es geht. Bevor Wasser zur Ruhe kommt, in den großen Seen und Meeren dieser Welt, vollzieht es eine Reise. Auf dieser Reise formt es alles, was sich ihm in den Weg stellt. Wir haben uns auf die Suche nach dem Echten, dem Unbändigen des Elements gemacht. Und sind uns dabei selbst begegnet. Es ist eine Reise, die niemals endet. Und die Suche danach wohl ebenso wenig.